Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über etwas sehr Einfaches, aber zugleich sehr Persönliches, eure tägliche Routine. Vielleicht startet ihr morgens mit einer Tasse Kaffee oder stürzt euch direkt in den Tag. Egal, wie ihr es gewohnt seid, jeder hat seine eigene Art, den Tag zu gestalten. Und genau das wollen wir heute gemeinsam erforschen. Wie beschreibt man seine Routine auf Deutsch? Dabei lernt ihr nützliches Vokabular, wiederholt wichtige Grammatikpunkte und teilt vielleicht sogar etwas von eurem Alltag in der Sprache Goethes. Am Ende dieser Folge werdet ihr in der Lage sein, euren typischen Tag zu beschreiben, die Verben des Alltags zu verwenden und vielleicht sogar Fragen zu stellen, um die Routine anderer zu erfahren. Also, legen wir los. Teil 1 – Wichtige Vokabeln für deine Routine. Zuerst schauen wir uns ein paar wichtige Verben an, die euch helfen, eure Routine zu beschreiben. Achtet darauf, wie sie ausgesprochen werden, und wiederholt sie laut, um euch daran zu gewöhnen. Ich wache auf. Ich stehe auf. Ich dusche mich. Ich putze mir die Zähne. Ich ziehe mich an. Ich frühstücke. Ich verlasse das Haus. Ich gehe zur Arbeit oder zur Schule. Ich komme nach Hause. Ich entspanne mich. Ich schaue fern. Ich lege mich schlafen. Fällt euch auf, dass viele dieser Verben reflexiv sind? Das bedeutet, sie brauchen ein Reflexivpronomen wie mich, dich, sich. Man sagt zum Beispiel, ich wache auf, du wachst auf, er, sie, es wacht auf und so weiter. Beispiel: Ich wache um 7 Uhr auf. Danach stehe ich auf und dusche mich. Dann putze ich mir die Zähne und ziehe mich an, bevor ich frühstücke. Wiederholt diese Sätze langsam. Versucht auch, ich durch du, er oder sie zu ersetzen, um das Konjugieren zu üben. Teil 2 – Wie sieht dein typischer Tag aus? Ich persönlich liebe es, eine feste Routine zu haben. Seitdem ich erwachsen bin, versuche ich, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzustehen. Morgens trinke ich meinen Kaffee, höre Musik und gehe spazieren, bevor ich mit der Arbeit beginne. So kann ich mich konzentrieren, atmen und für den Tag bereit fühlen. Aber nicht immer ist alles perfekt. Manchmal fühle ich mich müde, oder plötzliche Dinge kommen dazwischen. Und wie ist es bei euch? Wie sieht euer typischer Tag aus? Habt ihr feste Gewohnheiten oder liebt ihr das Improvisieren? Manchmal wird unsere Routine durch Stress, Müdigkeit oder einfach das Leben gestört, und das ist völlig normal. Es geht nicht darum, eine perfekte Routine zu haben, sondern eine, die zu euch passt. Also, wenn ihr heute nicht so richtig in euren gewohnten Rhythmus kommt, kein Problem. Jeder Tag ist anders. Und gerade auf Deutsch über solche Momente zu sprechen, ist eine schöne Möglichkeit, etwas von sich selbst zu zeigen. Teil 3 – Satzbau und Grammatik. Nachdem wir jetzt die wichtigsten Verben kennen, schauen wir uns an, wie man sie in ganzen Sätzen benutzt. Um über alltägliche Gewohnheiten zu sprechen, verwendet man im Deutschen die Gegenwart. Damit drückt man aus, was man regelmäßig tut. Beispiele: Ich stehe früh auf. Sie duscht, bevor sie frühstückt. Sie gehen spät ins Bett am Wochenende. Man kann auch Häufigkeitsangaben hinzufügen, um genauer zu sagen,
wie oft etwas passiert. Oft. Selten. Nie. Jeden Tag. Jeden Morgen, jeden Abend. Ab und zu. Beispiele. Ich putze mir 2-mal täglich die Zähne. Stehst du immer zur gleichen Zeit auf? Wir frühstücken sonntags zusammen. Und ihr? Welches ist eure Lieblingsgewohnheit des Tages? Versucht, einen einfachen Satz mit einem reflexiven Verb und einer Zeitangabe zu formulieren. Teil 4: Übung macht den Meister. Jetzt ist es Zeit, das Gelernte anzuwenden. Stellt euch euren idealen Tag vor. Nicht den, an dem alles schief läuft, sondern den, an dem ihr Zeit habt, Dinge zu tun, die euch glücklich machen, und an dem eure Routine euch gut tut. Nehmt euch einen Moment, um diese Fragen laut oder innerlich zu beantworten. Um wie viel Uhr wachst du auf? Was machst du als erstes am Morgen? Hast du eine sportliche Aktivität, bevor der Tag richtig beginnt? Welche Mahlzeit des Tages magst du am liebsten? Wie beendest du deinen Tag? Hier ein Beispiel zur Inspiration. Ich wache um 8 Uhr auf. Dann nehme ich mir Zeit, um in Ruhe Kaffee zu trinken. Anschließend gehe ich eine halbe Stunde spazieren. Abends lese ich ein Buch, bevor ich einschlafe. Versucht es nun mit euren eigenen Gewohnheiten. Nutzt die reflexiven Verben, Häufigkeitsangaben und bleibt einfach. Es ist kein Test, sondern nur eine Übung. Wenn ihr Lust habt, eure Routine zu teilen, zögert nicht, uns zu schreiben. Vielleicht widmet sich eine zukünftige Folge den Routinen unserer Hörer. So, und damit neigt sich diese Folge dem Ende. Heute habt ihr gelernt, wie man seine tägliche Routine auf Deutsch beschreibt. Wir haben zusammen gesehen die wichtigsten Verben des Alltags, wie man reflexive Verben verwendet, wie man die Gegenwart nutzt, um Gewohnheiten zu beschreiben, und wie man Häufigkeitsausdrücke einbaut, um die Sätze reicher zu gestalten. Eure Routine ist ein Teil eures Lebens. Darüber auf Deutsch zu sprechen, bedeutet nicht nur, Fortschritte in der Sprache zu machen, sondern auch etwas von euch zu zeigen. Also, weiter üben, auch wenn es nicht perfekt ist. Jeder Satz bringt euch eurem Ziel näher. Danke, dass ihr hier seid, danke, dass ihr mit mir lernt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden. Abonniert den Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt, und hinterlasst einen Kommentar, um mir zu erzählen, was euch gefallen hat oder welche Themen ihr in den nächsten Episoden hören möchtet. Bis ganz bald zu einem neuen Thema, immer mit dem Ziel, euch dabei zu helfen, Schritt für Schritt besser Deutsch zu sprechen.